Herzlich willkommen bei Burning Feet Adventures. Heute ist ein sehr, sehr schwerer Tag. Letztmalig bin ich auf der Enduro-Strecke mit dem Heidenau K60 Ranger, der mich jetzt die letzten 10.000 und knapp 200 Kilometer begleitet hat. In der nächsten Woche wird der Ranger runtergeschmissen und ich bereite mich dann für das Rennen in Meltewitz beim Eat Race, also meinem Duro Action Team, vor. Und dafür wird dann etwas aggressiver Reifen draufgezogen. Wie gesagt, dieser Reifen ist jetzt 10.000 Kilometer bei mir im Einsatz. Und ich wollte nur kurz ein Video machen, euch den Reifen mal zeigen, wie der ausschaut. Viel Profil ist nicht mehr übrig. Also insbesondere im mittleren Bereich hat er sich natürlich stark abgefahren. Hier sind vielleicht noch 2-3 mm bis zur Verschleißgrenze drauf. Aber wie man sieht, an den äußeren Bereichen ist noch genug Material übrig und der hat noch eine gute Seitenführung. Des Weiteren kann man hier auch ganz gut sehen, dass der Reifen eigentlich kaum gelitten hat. Klar, der Reifen hat ein Profil verloren, aber es sind keine Blöcke rausgebrochen, es gibt keine nennenswerten Risse und das Ganze nach 10.000 Kilometer auf alle Art von Untergrund, auf spitzen Steinen, Schotter, grobem Stein, im Schlamm, im tiefen Sand. Also der Reifen hat alles mitgemacht, auch einiges an Asphalt dann gesehen im letzten Abschnitt seines Lebens. Und es ist halt Zeit, jetzt Goodbye zu sagen. Also ich zeige euch jetzt mal den Hinterreifen, nochmal eine kurze Nahaufnahme. Und dann gehen wir zum Vorderreifen, den zeige ich euch auch nochmal. Danach gibt es nochmal eine kleine Runde auf der Enduro-Strecke, um euch zu zeigen, was man trotz dieses Reifens mit so wenig Profil immer noch an Performance aus dem Ranger rausholen kann. Auch hier ein letzter Blick auf den Vorderreifen in den Dimensionen 90, 90, 21 Zoll. Wie ihr ganz gut sehen könnt, gibt es eigentlich keinen nennenswerten Sägezahn auf dem Reifen. Und es ist auch noch einiges an Profil übrig. Gerade im Bereich der Seitenführung hat er auch eigentlich kaum abgebaut. Wenn man hier sieht, hier gibt es sogar noch diese ganz kleinen Gumminüppel dran. Ne? Also so verrückt bin ich jetzt nicht, dass ich mich mit diesem Enduro-Reifen als Kurvenräuber in den Alpen begeistern würde. Von daher hat er jetzt noch weitere, wenn man sich das mal hier anguckt, vielleicht auch weitere 2-3 mm an Material übrig. Und wird mich jetzt auch in der nächsten Woche verlassen. Und wird dann ausgetauscht gegen den Mitas C17 Stone Eater. Aber nach dem Rennen werde ich wieder die gleiche Kombination montieren. Wieder vorne den K60 Ranger in 90, 90, 21 und hinten den K60 Ranger in 150, 70, 18. Ich würde euch auch mal ein anderes Video empfehlen über den K60 Ranger. Dieses habe ich nach 8.600 Kilometer erstellt, also direkt nach unserer Rückkehr aus Georgien. Und da wurde auch noch viel detaillierter auf den K60 Ranger eingegangen. Also wer Lust darauf hat, schaut sich das gerne an. Ansonsten ist das jetzt hier nur so ein kleiner abschließender Bericht gewesen, um halt Goodbye zu sagen zu unserem geliebten Ranger.